Hallo, hier ist der Fez von Fez Hobby-Ecke. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Vor ein paar Wochen habe ich auf dem Dachboden meine allererste Starterbox für Warhammer 40k gefunden. Sogar mit einigen originalen Orks und Quetches im Busrahmen. Da habe ich mir schon gedacht, komm, bau die alten Modelle, schau mal, ob sich dein Skill in den letzten 30 Jahren verbessert hat, hoffentlich. Und was kann man mit den neuen Farben, Contrast Paints und neu gelernten Techniken da heute noch rausholen? Und am allerwichtigsten, machen die alten Modelle heute überhaupt noch Spaß? Also, wenn euch das interessiert, bleibt dran, wir erfahren es gemeinsam in diesem Video. Was sich in all den Jahren bei den Plastikmodellen nicht geändert hat, ist, dass sich diese in einem Gussrahmen befinden. Was sich aber geändert hat, wie man hier schön sehen kann, pro Modell waren es viel weniger Teile und es war viel mehr Platz auf diesen Gussrahmen. Wenn man das mit modernen Gussrahmen vergleicht, wo wirklich perfekt jeder Millimeter ausgenutzt wird und alles so kleinteilig arrangiert ist, haben diese alten Gussrahmen echt einen besonderen Charme. Es war natürlich auch einfacher, die Modelle zusammenzubauen. Man hat direkt gesehen, was zusammengehört. Eine Anleitung hat man da in den seltensten Fällen gebraucht. Was mir beim Raustrennen aus dem Gussrahmen aber auch aufgefallen ist und noch viel stärker beim Entgraten, der alte Kunststoff ist viel weicher und nachgiebiger. Ich habe beim Entgraten echt aufpassen müssen, die Modelle nicht zu beschädigen. Und ich kann mich nicht dran erinnern und ich weiß es auch echt nicht mehr, ob das damals auch so krass war. Vielleicht liegt es auch einfach an den moderneren Werkzeugen, die für den mittlerweile viel härteren Kunststoff ausgelegt sind. Oder der Zahn der Zeit hat einfach so am Kunststoff genagt, dass dieser weicher wurde. Keine Ahnung. Wie auch immer, das Produktionsverfahren hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten stark weiterentwickelt. Man sieht es an modernen Plastikmodellen. Die sind so viel detailreicher, aber auch komplexer. Es war für mich einfach aber ein unglaublich schönes Gefühl, zurück zu den Ursprüngen zu gehen, diese alten Gussrahmen in der Hand zu haben, diese alten Modelle nochmal zu bauen. Und ich habe zwischenzeitlich echt kurz vergessen, dass das so viele Jahre dazwischen lagen. Was mich dann auch noch interessiert hat, war, ob es Größenunterschiede gibt zwischen den alten und den neuen Modellen. Hier bei den Gretchens fällt es kaum auf. Also der alte Gretchen ist genauso groß wie die neuen Gretchens. Oder Grotz. Aber wie sieht's denn bei den Orks aus? Hier mal ein Boy mit einer Wumme. Da noch ein Boy mit einem Spalter und einer Knarre. Ach, Orks sind einfach genial. Ja, wenn die so nebeneinander stehen, da ist schon ein Größenunterschied sichtbar. Die moderneren Orks sind dann schon mal noch mal ein bisschen kräftiger geworden. Und jetzt auch so im direkten Vergleich. Ja, der neuere Ork ist guten Kopf größer. Wirkt viel wuchtiger. Ja, und eigentlich wollte ich ja die klassischen Modelle einfach ganz klassisch lassen. Aber das mit dem Größenunterschied hat dann doch dazu geführt, dass ich meine Bits rausgeholt habe und dann mal geschaut, was gibt's denn da so für Möglichkeiten hier? Vielleicht einfach fettere Knarre dran, hier ein paar andere Teile, Schulterpolster. Ja, kann man ein bisschen Größe rausholen oder simulieren durch Tactical Rocks. Deswegen habe ich dann hier ein Stück Pinienrinde auf dem Base festgeklebt, ganz normal mit Bastelleim. Ein Fuß des Orks mit Bastelleim bestrichen, den anderen Fuß mit Plastikkleber. Und das Teil wollte einfach nicht gescheit stehen bleiben. Es war so wackelig und es hat mich wahnsinnig gemacht. Habe ja versucht mit so Eisstielen das irgendwie zu fixieren. War furchtbar. Aber nach einiger Zeit hat es dann irgendwie funktioniert. Der Ork steht auf seinem Tactical Rock, hat dadurch eine leicht andere Pose. Natürlich ist unter beiden Füßen noch einiges an Spielraum, aber die Grundstruktur ist erstmal fest, das passt. Und dann ist mir aufgefallen, das ist eine ganz andere Basegröße. Die neuen Orks haben viel größere Bases. Wie konnte ich das übersehen? Egal. Es ist ein alter, klassischer Ork. Mit dem werde ich an keinen professionellen Turnierspielen teilnehmen. Mache ich sowieso nicht. Er bleibt einfach auf seinem alten kleinen Base und gut ist. Aber geärgert hat es mich dann schon, dass ich es nicht früher gesehen habe. Aber es war so ein Hassel, diesen Ork überhaupt da jetzt so zu fixieren, dass ich gedacht habe, nee, das mache ich jetzt nicht mehr rückgängig. Der kriegt kein größeres Base, das bleibt jetzt so. Ja, gut. Und ganz klassisch war der Ork ja sowieso nicht. Der hat jetzt dann hier noch eine neue Knarre bekommen mit einem viel muskulöseren Arm dran.
Ja, und irgendwie hat es mich dann sogar ein bisschen geärgert, dass ich den Ork jetzt so modifiziert habe und habe dann gedacht, okay, jetzt bist du eh schon hier dabei, baust einfach noch ein Gretchen zusammen, baust noch ein Ork, modifizierst diesmal gar nichts, lässt alles wie es ist. Tja, und ohne es zu merken, als ich dann so in dem Prozess drin war, hat der zweite Ork eine viel größere Base bekommen. Viel mehr Pinienrinde, noch größer gemacht. Diesen Vorsatz, ich baue den Ork jetzt einfach ganz klassisch und ich verändere gar nichts dran, schon wieder vergessen gehabt. Okay. Dann habe ich gedacht, okay, gut, dann gib mal dem hier auf die Knarre auch noch ein Zielfernrohr. Nicht, dass es irgendeine Auswirkung auf die Schussgenauigkeit der Orks hätte, aber es sieht halt auch cool aus. Ja, dann habe ich noch bei dem anderen Ork noch ein bisschen mehr Pinienrinde so unter die Füße gepackt, damit da nicht so viele Freiräume dazwischen sind. Ja, und nachdem ich dann mittlerweile 2 modifizierte Orks hatte, ist es mir dann beim dritten Anlauf tatsächlich gelungen, einen klassischen Ork ganz klassisch zusammenzubauen, ohne Modifikation. Klassische Space, klassische Pose, nichts verändert. Aller guten Dinge sind 3. Bei einem Ork habe ich dann noch einen Space Marine Helm aufgespießt. So eine kleine Modifikation. Der andere Ork hat einen komplett anderen Spalter bekommen. Ja, sieht schon ziemlich cool aus. Knarre mit Zielfernrohr, großer Spalter. Hier nochmal der andere Ork. Da habe ich die Knarre ausgetauscht und den Space Marine Helm aufgespießt. Und der ganz klassische, unveränderte Ork. Vorm Grundieren habe ich die Bases dann noch mit Vallejo Diorama FX hier in der Ausprägung Desert Sand bearbeitet. Hauptsächlich auch um die Pinienrinde etwas zu bedecken, um Lücken zu füllen. Und ja, habe mich halt für Desert Sand entschieden, weil meine Orks alle auf dem Wüstenplanet zu Hause sind. Aber eigentlich hat auch die Farbe dieser Texturmasse jetzt auch keine Auswirkung gehabt, weil es wurde ja eh grundiert und wird dann später auch noch angemalt. Auf jeden Fall hier so ein Riesenport, super Preis-Leistungs-Verhältnis. Da kommt man sehr viel weiter als mit den kleinen Döschen von Citadel. Und die sind halt auch viel, viel günstiger. Ein paar Tage später mit frischem Kaffee. Modelle waren zwischenzeitlich auch grundiert. Facebone einfach drüber gesprüht. Bei dem Modell ist mir dann auch bei näherer Betrachtung eine ziemlich große Lücke aufgefallen. Bei dem angeklebten Arm mit der Knarre. Hätte man besser vorm Grundieren mit Queen Stuff noch behoben, aber gut, auch das können wir nachträglich noch fixen. Der sieht gut aus. Ja, bei den Gretchens, da habe ich ja gar nichts dran verändert, ganz normal grundiert. Ja, bevor es ans Bemalen geht, wollte ich die Lücke hier bei dem Ork zwischen dem Arm und Oberkörper auf jeden Fall noch fixen. Hab dazu Liquid Queen Stuff verwendet, also flüssigen Queen Stuff. Benutzt da auf jeden Fall einen alten Pinsel. Nicht eure guten neuen Pinsel. Nehmt da was Altes her. Das verklebt euch sowieso alle Borsten am Pinsel. Ja, also aus meiner Sicht ist auch flüssiger Queen Stuff gerade für das Füllen von solchen Lücken und Spalten hier perfekt geeignet. Ich war irgendwie auch zu faul, mir normalen Queen Stuff zusammenzukneten. Fürs Verfugen hier reicht es auf alle Fälle. Liquid Queen Stuff ist natürlich aber auch kein kompletter Ersatz für klassischen Queen Stuff. Also den Queen Stuff, den man sich aus den 2 Komponenten, ein Teil gelb, ein Teil blau zusammenknetet. Auch kein Ersatz für Milliput, wenn es wirklich ums Formen, Modellieren geht. Aber da hat ja auch jedes Produkt seinen eigenen Anwendungsbereich. Für sowas hier, für so kleine Korrekturen, bin ich echt froh, das zu haben. Hat sich da schon gelohnt. Dann nochmal ein Blick hier auf das Malschema der 90er. Will ich ja schon ein bisschen modifizieren, aber auf jeden Fall braucht man Schwarz. Will hier mit Kontrastfarben arbeiten. Kontrast Black Templar oder Black Legion standen zur Auswahl. Black Templar ist ja eher so ein, ja, nicht ganz so dunkles Schwarz, hat einen gewissen Grauanteil mit drin. Black Legion ist dafür satter und viel dunkler. Hab mich dann hier aber trotzdem fürs Black Templar entschieden, für die Orks hier. Benutze ich auch für meine Todeskompanie Marines Black Legion. Ja, der Name ist Programm dann eher für meine Chaos Space Marines der Black Legion.
Hab vorsichtshalber trotzdem noch mal in meinem Malkompendium nachgeschaut, ob ich mir irgendwas bei den Orks notiert habe hinsichtlich Schwarzton. Nein, leider gar nichts. Die Orks sind komplett frei und offen. Deswegen wusste ich dann auch nicht mehr, okay, Grünton der Haut, Contrast Orc Flash, könnte vom Namen her passen, aber ist es genau der Grünton, den ich damals benutzt habe? Keine Ahnung. Dann Rot, Blood Angels Red, ausgewählt, schon mal bereitgestellt. Weiß, ja, Standard Base, Corax White. Was brauchen wir denn noch? Hier ist sehr coole Kontrastfarbe, Rattling Crime als Grundfarbe für Waffen, für Äxte, für alles, was metallisch sein soll. Lederfarbe, klassisches Snakebite Leather. Auch ziemlich cool. Ja, und alle weiteren Farben, die wir dann später noch brauchen, suchen wir uns einfach spontan raus. Dann kann es jetzt auch endlich losgehen mit der Bemalung. Habe mich dann auch dazu entschieden, einen neuen Pinsel zu verwenden. Meine erste Wahl fiel dann erstmal auf einen Starterpinsel, weil ich gedacht habe, okay, habe eh noch einen nagelneuen Starterpinsel. Das habe ich dann aber relativ schnell nach 1-2 Pinselstrichen sofort bereut. Also, nee, macht's nicht. Wir haben damals vermutlich alle mit den Starterpinseln angefangen, aber das lohnt sich echt nicht mehr. Man macht sich damit echt keine Freude mit diesen Pinseln. Und da ich mir beim Grünton der Ork-Haut auch nicht mehr so 100% sicher war, wollte ich dann hier nochmal eine andere Kontrastfarbe verwenden, Gutripper Flash. Aber wie man hier auch sehen kann, hat sich da wieder so ein zähflüssiger Schmotter auf dem Boden abgesetzt. Also erstmal gut mit einem Holzstiel durchmischen. Dann mal testweise ein Quetschen und einen Ork mit dem Gutripper Flash grün angemalt. Die anderen Orks einfach mit dem Ork Flash. Nochmal zurück zum Thema Pinsel. Pinsel sind natürlich die wichtigsten Werkzeuge beim Miniaturen bemalen. Es macht so einen großen Unterschied, ob man einen guten Pinsel hat, ob man einen schlechten Pinsel hat, ob die Pinselspitze in Ordnung ist, ob der Pinsel genug Farbe aufnimmt, ob der Pinsel die Farbe gleichmäßig abgibt, welcher Pinsel mit welcher Farbe gut funktioniert, etc. Es ist einfach so wichtig wie in allen Bereichen. Man merkt, wenn man das richtige Werkzeug für den richtigen Einsatzzweck verwendet, wie viel mehr Freude das machen kann. Auch bei Pinseln ist es definitiv so. Ich selbst habe da aber trotzdem immer so eine Art, wie soll man das nennen, Zurückhaltung, so eine zurückhaltende Art. Ich habe noch so viele neue Pinsel, teilweise auch echt teure Pinsel, die noch nie Farbe gesehen haben. Weil ich mir immer denke, der Pinsel, der hat dir jetzt schon so lange treue Dienste erwiesen, den kennst du, ja. Mit dem hast schon so viele Modelle angemalt. Für 2, 3 weitere Modelle reicht es auch noch. Komm, das ist doch hier nur ein kleiner Strich, das kriegt der alte Pinsel auch noch hin. Und dann ist es oftmals ja natürlich so, dass man sich dann einfach auch seine Projekte ein bisschen versaut, sich mehr Arbeit macht, frustriert ist, genervt ist, anstatt einfach einen neuen Pinsel zu nehmen. Natürlich landen auch bei mir alte Pinsel, die dann verranzt sind, werden dann irgendwann Tri-Brush-Pinsel oder zu guter Letzt dann einfach ja für Green Stuff oder andere Materialien, für Kleber, werden die dann ausrangiert und weiterverwendet. Die haben so einen Lebenszyklus. Aber so der erste Abschnitt ihres Lebens, also fürs Miniaturenbemalen, ist bei mir, glaube ich, viel, viel, viel zu lang. Ich tue mir da extrem schwer, Pinsel auszutauschen. Wie ist es bei euch so? Wie geht ihr mit euren Pinseln um? Wie oft tauscht ihr die aus? Wie pflegt ihr eure Pinsel? Also ich mache da keinen großen Firlefanz. Ich wasche die Pinsel gut aus unter fließendem Wasser. Ich habe jetzt aber keine Pinselseife oder irgendwie sowas. Habe ich bis jetzt auch noch nicht für notwendig angesehen, aber lasst mich gerne mal wissen, wie ihr mit euren Pinseln umgeht. Was für Pinsel ihr verwendet. Habt ihr eine riesige Pinselsammlung? Habt ihr nur ein paar wenige Pinsel? Oder habt ihr den einen Pinsel für alles? Lasst mich gerne mal wissen, schreibt es mir in die Kommentare. Ich persönlich muss mir, glaube ich, auch einfach angewöhnen, öfter auch neue Pinsel zu verwenden, Pinsel öfter auszutauschen. Weil es macht mit einem neuen Pinsel auch gleich viel mehr Spaß. Habe ich auch hier bei den Orks gemerkt. Neue, frische Pinsel. Läuft viel besser von der Hand. Ich meine, man würde es ja auch mit anderem Werkzeug so machen.
Wenn man jetzt eine mega starke Bohrmaschine zu Hause hat und ein uraltes, schwaches Teil, würde man ja auch nicht das uralte, schwache Teil benutzen, sondern die neue, starke, leistungsfähige Bohrmaschine. Wenn ich ein scharfes Messer, eine scharfe Schere zu Hause habe, benutze ich ja auch die, um irgendwas zu schneiden und benutze nicht eine alte, verrostete Klinge. Vielleicht kommt es bei mir aber auch noch so aus der Anfangszeit, als ich mit Warhammer angefangen habe, weil da waren natürlich auch Pinsel und Farben, ist alles so aufs Hobbybudget mit draufgekommen. Jeder Pinsel, den man sich gekauft hat, jede Farbe, die man sich gekauft hat, waren weniger Modelle. Und vielleicht ist es da immer noch so drin, so, geh gut mit deinen Pinseln um, benutze deine Pinsel, bis sie wirklich auseinanderfallen. Keine Ahnung. Hier habe ich dann auch noch eine andere Technik verwendet. Ein Stück von einem Schwamm mit einer Pinzette und LED-Belcher mit relativ wenig Farbe, also kein richtiges Dry-Brushen, aber schon wenig Farbe im Schwamm und dann einfach über alle metallischen Teile, Achsblätter, Waffen so drüber getupft und in Kombination mit dem darunterliegenden Rattling Crime und dann dem LED-Belcher so drauf getupft, ist es ein richtig cooler metallischer Effekt. Gerade bei den Orks gefällt mir das sehr gut. Dann habe ich noch mit Straken Green oder Straken Green noch ein paar Highlights gesetzt. Ja, bei den Lippen der Orks, bei den Fingern der Orks. Einfach um noch ein bisschen Licht in die Sache reinzubringen, weil das Ork-Flash Contrast schon sehr, sehr dunkel ist. Mir war das Schwarz der Rüstung dann doch irgendwie zu flach, zu sauber. Deswegen habe ich dann hier nochmal mit Shade, mit Arcax Earth Shade, einfach diese Westen, diese schwarzen Westen, die Orks da anhaben, nochmal geshadet. Einfach noch ein bisschen Braunton mit reinzubekommen. Hat jetzt am Schluss nicht den mega riesen Unterschied ausgemacht, aber ja. Geht ja auch schnell und Shade da drauf packen. Dann habe ich noch ein paar Highlights mit Mornfang Brown gesetzt. So gerade bei dem Axtstiel. Teilweise auch am Ledergürtel. Konnte man natürlich dann auch gut benutzen, noch so ein paar Korrekturen vorzunehmen. Dann bei dem Ork mit dem ausgetauschten Spalter, da waren am Handschuh dann noch ein paar silberne Highlights, LED-Belcher. Dann geht es auch weiter mit der Layerfarbe White Scar für das typische Schachbrettmuster. Ich habe hier angefangen, auf dem einen Schulterpanzer dieses Schachbrettmuster drauf zu malen, indem ich einfach kleine weiße Quadrate da drauf gepackt habe. Das darf auch nicht zu ordentlich sein. Immerhin sind das ja auch Orks. Die malen das da auf ihre Rüstung selbst drauf oder die Grotz malen für die Orks da drauf. Bei dem anderen Ork habe ich dann auf die abgerundete Schulterplatte drauf gemalt, was sich im Nachhinein als nicht ganz so tolle Idee rausstellte, weil ja, auf einer abgerundeten Platte so ein ordentliches Schachbrettmuster. Aber es geht. Und beim dritten Ork habe ich dann einfach so die Verzierung an diesem Wappenrock unten, und diese Zierkante habe ich einfach mit Schachbrettmuster ausgestattet. Die Rezepte für meine Bases, die habe ich mir auf jeden Fall immer aufgeschrieben, auch für die Orks, deswegen schaue ich schon hier nochmal in dem Malkompendium nach. Ja, ich habe damals für die Orks eigentlich Armageddon Dunes verwendet, das ist mittlerweile eingestellt worden, aber das Armageddon Dust ist auch in Ordnung. Bei dem Armageddon Dunes ist sowieso nichts mehr drin, also bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt auch das Armageddon Dust zu verwenden. Da sind auch die Unterschiede jetzt auch nicht so groß. Das Dunes war oft ein bisschen feiner, das Dust ein bisschen grobkörniger, aber ja, die Orks leben in der Wüste, da sieht nicht jeder Boden gleich aus. Dann also hier wieder
über das bereits texturierte Base. Da haben wir ja noch das Vallejo Diorama FX vom Grundieren draufgepackt. Da kommt jetzt einfach auch nochmal Armageddon Dust drauf. Einfach damit es einheitlich ist. Im Endeffekt hätte ich es auch einfach komplett mit Sentry Dust anmalen können, das Base. Wäre wahrscheinlich aufs Gleiche rausgekommen. So sieht es dann im Zwischenschritt erstmal aus. Muss dann natürlich auch erstmal trocknen. Oh, mittlerweile ist das gut durchgetrocknet. Ja, sieht jetzt auch nicht viel anders aus als im nassen Zustand. Hier bei einem der neueren Orks könnt ihr sehen, wie das Base am Schluss auch aussehen wird. Karge, sandige, steinige Wüste. Ödland. Ich fand das sehr passend für die Orks. Als nächstes kommt dann noch sehr stark verdünnte Sentry Dust aufs Base drauf. Dann stellenweise nochmal mit Arkrax Earthshade. Gerade jetzt hier bei den erhöhten Bases habe ich geschaut, dass ich hier so den unteren Bereich mit Arkrax Earthshade nochmal bemale. Jetzt wird spannend mit Korax White die Zähne vorzubereiten, die Hauer der Orks und auch bei den Augen einfach schon mal einen kleinen weißen Punkt reinzusetzen. Base ist dann nochmal mit Sentry Dust gedrybrushed. Ja, hat mich dann auch gewundert, aber so habe ich mir es damals aufgeschrieben. Dann echt nochmal so ein paar Highlights auch rausgearbeitet der Bases. Mittlerweile würde ich vermutlich für die Orc Bases mehrere Brauntöne verwenden und nicht nur Sentry Dust, aber ja. Zur Überraschung werden dann auch die Bases mit Sentry Dust umrandet, mit 2 dünnen Schichten. Kommt doch schon mal ganz cool rüber. Mit Skeleton Horde gehe ich dann nochmal über die zuvor weiß angemalten Zähne und auch die Fingernägel der Orks drüber. Hier auch interessanter Fakt: Die Fingernägel der ursprünglichen Orks, also der alten Orks hier, sind wesentlich ordentlicher und kürzer und kleiner. Bei den neueren Orks hier haben so richtig lange, spitze Fingernägel. Fand ich auch ganz interessant. Für die roten Augen dann entweder Flashed Heroes Red oder Baal Red. Hier bei den Orks mit der helleren Haut habe ich die Augen mit Baal Red angemalt. Das Baal Red kommt natürlich auf dem weißen Untergrund dann auch ziemlich stark raus. Schon ziemlich cool ausgesehen. Und bei den anderen Orks habe ich dann einfach mit Flashed Heroes Red angemalt. Ja. Hat ja auch nicht jeder die gleiche Augenfarbe. Auch rote Augen können sich unterscheiden. Hier bei den Quetchens mal im Vergleich. Links das dunklere Flashed Heroes Red. Der rechten Seite das knalligere Baal Red. Finde eigentlich beide ziemlich cool. Ja, dann machen wir so die letzten paar Augen noch fertig. Und dann passt es doch. Dann mit Triad Bark, mit einem dunklen Braunton noch ein paar Fehler korrigiert. Aber dann war es dann auch gut. Tja, und das ist das Endergebnis. Meine klassischen Orks
mit Kontrastfarben angemalt, neuen Techniken, mehr Erfahrung. Und ja, ich denke, die können sich doch sehen lassen. Doch, die gefallen mir sehr gut. Bin gespannt, wie sie dann innerhalb der Horde aussehen. Sind jetzt keine Meisterstücke, aber bin da doch schon zufrieden damit. War es auch ein langes Projekt, hat sich jetzt über mehrere Wochen hingezogen, weil ich immer mal wieder Pausen zwischendrin machte und andere Videos vorbereitet habe. Deswegen bin ich jetzt auch froh, dass die Orks jetzt fertig sind, dass das Video final geschnitten wird und dann live gehen kann und dass ich mich halt jetzt auch wieder mehr um andere Themen kümmern kann. Hier mal in der Gesamtansicht könnt ihr die klassischen Ork-Modelle entdecken. Wenn man weiß, wo sie stehen, findet man sie. Aber ich glaube, so im Gesamtbild, sie stechen jetzt nicht so mega auffällig raus, finde ich. Das war mein Ziel, mit den alten Ork-Modellen Spaß haben und sie in meine Ork-Armee zu integrieren. Und ich glaube, das ist gelungen. Hey guys, are you ready gone? Hey guys, you forgot me! Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke euch fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, lasst mir gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal.